Also mein Name ist Thomas Haberkorn, ich bin geboren in Zeitz, aufgewachsen in Zeitz, zurückgekommen nach Zeitz. Wir sind quasi gerade in Zeitz und zwar im schönen Kloster Posa bei der Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa e.V. Na, Zeitz ist auf jeden Fall eine ganz interessante Stadt, eine innovative Stadt, die sich meines Erachtens gerade neu erfindet. Also das Kloster Posa an sich, das Kloster gibt es schon eine ganze Weile. Wir haben vor vielen Jahren 900 Jahre Kloster Posa gefeiert. Uns als Verein gibt es seit 2013. Seitdem sind wir hier. Wir sind also jetzt quasi im verflixten 7. Jahr. Kloster Posa, die Kultur- und Bildungsstätte, ist, glaube ich, ein ziemlich bunter Haufen, ein ziemlich kreativer Haufen vor allem. Es gibt immer so ein schönes Bild, es gibt die Mönche und es gibt die Pilger. Also die Mönche, das sind die, die hier leben, wohnen und arbeiten, und die Pilger, das sind die, die quasi auch mit im Verein sind. Wir sind ein Verein und die dann halt nur zu speziellen Projekten vorbeikommen. Wir haben uns quasi auf die Fahne geschrieben, wir wollen den Ort selber, das Kloster, wieder mit Leben befüllen, es in eine schöne Zukunft überführen. Und natürlich auch so ein bisschen den Hinblick, die Stadt ein bisschen weiter auch nach voranbringen. Ja, wie das halt manchmal so ist, ne? Das sind eher so die Zufälle, die uns quasi hierher gebracht haben. Und zwar kriegten wir irgendwann mal einen Anruf, dass wir mal vorbeikommen sollten. Und dann waren wir halt hier und haben eine Führung gekriegt von der damaligen Vereinschefin. Also vor uns gab es schon mal einen Verein hier. Der damalige Verein hatte sich aufgelöst oder war gerade dabei. Ja, und dann war ich mit einem Freund hier und dann hieß es, okay, das Kloster ist bald leer, und dann hat es natürlich bei Kultur- und Kreativschaffen so ein bisschen gerattert, wie das Kloster ist bald leer, das Gelände ist ja toll, wem gehört das? Ach, das ist der Stadt, okay, können wir ja mal gucken, und so ging das eigentlich alles los. Ja, wir wollen auf jeden Fall in erster Linie erreichen, dass der Ort an sich, also dieses Gelände, wiederbelebt wird, dass wir uns im besten Fall hier natürlich auch gemeinsam eine Zukunft aufbauen. Wir wollen in verschiedenen Themenfeldern arbeiten. Das ist eigentlich das Schöne. Wir sind nicht festgelegt in dem Sinne, dass wir sagen, wir machen nur dieses oder nur jenes. Es gibt so dieses schöne Bild, dieses klösterliche Gedankengut, im Prinzip ohne das Sakrale. Also es ist ein Ort, wo man viele Sachen ausprobieren kann, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, wo sich Menschen treffen können, wo man vielleicht auch an die Zukunft denkt und da experimentell diverse Dinge ausprobieren kann. Und letztlich machen wir genau das heute adaptiert in unserer neuen Zeit. Also es gibt hier Ateliers auf diesem Gelände, es gibt eine Siebdruckwerkstatt auf dem Gelände, wir haben einen großen Veranstaltungsraum, den wir versuchen peu à peu auszubauen. Wir sind auf der Streuobstwiese aktiv, kümmern uns darum. Also das sind so verschiedene kleine Puzzlesteine und das wächst. Also das ist ein ganz dynamischer Prozess, ne? Das ist eigentlich das Schöne dran. Open Posa ist im Prinzip angedockt an den Tag des offenen Ateliers heute. Wir selber, wie gesagt, haben heute auch mal unsere Ateliers geöffnet. Ich sprach wir haben ein Siebdruckatelier, wir haben ein Fotoatelier, wir haben eine wunderschöne Dunkelkammer, wir haben eine Theatermalerin auf dem Gelände, die riesengroße Prospekte mal, die ihr Atelier aufgemacht hat. Wir haben auch eine Designerin auf dem Gelände. Dann haben wir natürlich uns gedacht, wir haben noch eine riesengroße Veranstaltungsscheune, laden wir mal noch ein paar Zeitzeuskünstler ein, die sich auch präsentieren können. Ja, und haben dann noch ein bisschen ringsrum Kaffee und Kuchen angeboten. Das Wetter ist toll, und siehe da, es ist ein wunderschöner Tag. Also die Menschen auf dem Futterhof sind, glaube ich, alle sehr begeistert. Wir finanzieren uns eigentlich in erster Linie selber, das ist das Schöne. Dadurch, dass wir im Prinzip auch wohnen hier, wir zahlen regulär Miete, also wir kriegen das ja auch alles nicht für umsonst. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Win-Win-Situation auch mit der Stadt Zeitz. Also wir zahlen eine Pacht, die generiert sich vorrangig natürlich aus einer Miete. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind wir natürlich auch sehr aktiv. Über diverse Fördermittel und Fördermöglichkeiten versuchen wir auch natürlich Geld in die Stadt oder auch nach Kloster Posa zu holen. Das ist uns in den letzten 5 Jahren auch sehr gut gelungen. Und dann gibt es auch so Kleinigkeiten. Wir haben eine Streuobstwiese im Herbst, wenn die Apfelernte gut ist, werden Äpfel gesammelt. Ein Freund von uns hat eine mobile Saftpresse, dann wird da Apfelsaft rausgemacht und dann wird der auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. So. Und das sind so Kleinigkeiten, also aus vielen kleinen Sachen kann man so einen Topf auch füllen. Also die positiven Erfahrungen sind auf jeden Fall die, dass man sagen kann, dass man sich manchmal dass man einfach irgendwie anfängt. Also wir haben das Glück, wir sind eine ganz tolle Truppe. Sicherlich auch alle irgendwie ein bisschen naiv am Anfang gewesen, aber mittlerweile, wir sind hier angekommen. Wir haben viel geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben. Vieles vielleicht auch nicht, aber dafür sind ganz andere Sachen entstanden. Letztlich ist auch
die Stadt Zeitz eigentlich, also die Bewohner hier vor Ort, es sind auch ganz viele tolle Freundschaften entstanden, tolle Netzwerke. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja nicht die Einzigen, die hier in dieser Stadt irgendwie was auf die Beine stellen. Aber man hat manchmal so das Gefühl, also vor 7 Jahren, als wir hier angekommen sind, war Zeitz noch mehr in so einer Art, ich nenne es immer vorsichtig, Depression. Und ich glaube, durch so eine Menschen wie uns und durch so ein Engagement hier oben ist natürlich auch vielleicht so für manche anderen der Punkt da zu sagen, ey cool, die sind da, ich traue mich jetzt auch. Und das hat natürlich auch ganz positive Synergien nach sich gezogen. So. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Und so wächst das Netzwerk immer mehr und mehr. Menschen kommen zu uns, Menschen sind für Zeitz interessiert und das hilft uns, das hilft der Stadt und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für alle. Naja, ich denke, Herausforderungen, Probleme sind bei so einem Projekt auf verschiedenen Ebenen immer vorhanden. Auf der einen Seite ist natürlich immer erstmal am Anfang die Frage, okay, wer sind wir, was wollen wir, in welcher Konstellation sind wir? Wir haben uns dann im Prinzip für eine Rechtsform des Vereins entschieden, aber da gibt es 1000 andere Möglichkeiten. Das kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, was man letztlich auch tun will. Aber so, wenn ich mich zurückerinnere, das ist, glaube ich, bei jedem Projekt immer so die Frage, was machen Sie und wie wollen Sie sich darstellen? Wir selber waren irgendwie eine gute Gruppenkonstellation, also was du alleine nicht schaffst, schaffst du mit vielen und das war so natürlich erstmal so der erste Moment, wo man sagen kann, wow, das hat uns gut geholfen. Weil jeder halt irgendwie heutzutage würde man sagen, einen persönlichen Skill mitgebracht hat oder eine besondere Eigenschaft und viele gute Eigenschaften zusammen ergeben ein großes Ganzes. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind zum zweiten Mal Neulandgewinner. Das ist auch eine riesengroße Chance für alle gewesen über die Robert-Bosch-Stiftung. In der zweiten Runde war Kloster Posa quasi das Zentrum dieser Neulandgewinner-Idee. Das hat uns wirklich echt nach vorne gebracht. Dann haben wir mit der Kulturstiftung zusammengearbeitet. Auch das ist eine riesengroße Chance. Also ich sag mal, jede Fördermittelgeschichte, die wir ermöglicht haben oder bekommen haben, die hat uns natürlich auch weit nach vorne gebracht. So. Mit einer glücklicheren oder gewachsenen Stadtstruktur, aber hoffentlich immer noch im Burgenlandkreis. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, natürlich ist für uns, die wir hier oben wohnen, muss man dazu sagen, war das Kloster selber und das Gelände natürlich der Grund, warum wir hier sind. Das ist Fakt. So, also wenn ich jetzt in die Geschichte gucke, es war jetzt nicht so, dass eine Gruppe von Menschen gesagt hat, wir wollen jetzt unbedingt irgendwas zusammen machen und wir suchen jetzt einen Ort. Bei uns war es genau andersrum. Der Ort hat uns gefunden und wir haben quasi alles ringsherum gebaut. Inhaltlich, aufgrund der Erfahrung zum Beispiel auch mit der Robert-Bosch-Stiftung und in diesen anderen Projekten, muss man aber mittlerweile sagen, es ist total wichtig, dass es Menschen und Gruppen wie uns gibt, die sich in irgendeiner Weise für ihre Region, für ihre Stadt, für ihr Dorf, für ihr irgendwas engagieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das wird auch überall anders funktionieren. Dann ist es vielleicht halt ein Bahnhof oder ein Kühlhaus oder eine Schule oder irgendeine Straße. Wichtig ist, dass sich Menschen engagieren und ich denke deswegen, also natürlich ist das adaptierbar. Und vielleicht, also wir haben natürlich auch viel bei anderen geschaut, was haben die für Fehler gemacht, was können wir besser machen. Man muss Fehler nicht unbedingt doppelt machen, aber da gibt es natürlich ganz tolle Netzwerke, da sich auch auszutauschen, um halt ja auch voneinander zu profitieren und voneinander zu lernen. Also nachahmern würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, wir leben im digitalen Zeitalter, fast jeder hat mittlerweile eine Internetseite. Es gibt ganz viele coole Netzwerke, es gibt ganz viele coole Projekte, die findet man, ich sag mal, auf jeden Fall in erster Linie schon mal im Internet, also da schon mal einen Blick reinzuwerfen. Wir suchen, auch das haben wir am Anfang gemacht, also bevor wir überhaupt hier oben waren, haben wir uns auch verschiedene Sachen angeguckt, haben halt gemerkt, okay, in die Richtung soll es gehen oder in die Richtung soll es gehen und das würde ich definitiv auch jedem empfehlen. Was ich vorhin gesagt habe, alleine die Rechtsform, wie ist die Gruppe aufgestellt, wie will die miteinander leben, wie will die miteinander arbeiten, will sie vielleicht mittlerweile miteinander wirtschaften, das sind alles so extrem wichtige Punkte und da legt man am Anfang natürlich eine Art Grundstein. Natürlich kann man den auch verändern, also da ist nichts in Stein gemeißelt, aber es ist natürlich aus der Erfahrung heraus immer schwieriger, dann irgendwann das nochmal irgendwie zu ändern. Deswegen einfach die Bitte oder die Empfehlung, sich am Anfang zu informieren, wirklich auch mal, das kann man auch bei uns machen, mal anfragen, ey, wie habt ihr das gemacht, mal hinfahren, mal ein Wochenende bleiben, mal so ein bisschen rumgucken, neugierig sein. Ich nenne es einfach mal neugierig sein. Ja.